Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein leckeres Gericht und zwar mit Hackfleisch gefüllte Auberginen in Tomatensauce, allerdings diesmal anders zubereitet als herkömmlicherweise. Wie man dieses faszinierende Auberginengericht zubereitet, das zeige ich euch jetzt inshallah. Wir benötigen dazu eine große Bio-Aubergine und wir werden jetzt zuallererst die Hackfleischfüllung dazu zubereiten. Dazu geben wir eine gehackte Zwiebel zum Hackfleisch hinzu und ebenso 2 Bio-Knoblauchzehen, die wir gehackt haben. Das Hackfleisch vom Rind sollte natürlich auch von Bio-Qualität sein. Als nächstes habe ich einen Esslöffel von meinem Knoblauchraukenpesto hinzugegeben. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und dann habe ich folgende Gewürze hinzugegeben: Kurkuma, Oreganum, Himalaya-Salz, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer, frisch gemahlener Koriander und Bio-Gemüsebrühe. Das waren auch schon alle Zutaten für die Hackfleischfüllung. Jetzt wird es einfach alles gut durchgemischt und am besten mit der sauberen Hand durchgeknetet. Die große Bio-Aubergine werden wir jetzt von den Enden befreien und dann einmal in der Länge halbieren. Und dann werden wir eine der beiden Hälften zwischen 2 Holzlöffel legen und die Aubergine dann schräg auf diese Weise anschneiden, ohne sie dabei ganz durchzuschneiden. Und dann ebenso diagonal dazu von der anderen Seite. Und das tun wir natürlich mit beiden Hälften der großen Aubergine. Das Ergebnis ist dann dieses und diese Zwischenräume werden jetzt mit der vorbereiteten Hackfleischmischung gefüllt. Diese Art der Hackfleischfüllung der Aubergine ist sehr viel interessanter für das Auge. Sie schmeckt auch besser, weil man mit jedem Bissen sowohl etwas von der Hackfleischfüllung als auch von der Aubergine auf die Zunge bekommt. So sieht das Ergebnis jetzt aus und jetzt werden wir diese 2 Auberginenhälften einfach in einer fertig gekochten Tomatensauce köcheln. Wie ich meine Tomatensauce herstelle, das hatte ich euch in dem Video zur ketogenen Pizza gezeigt. Das Video, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Wir werden dann die Tomatensauce einmal nochmal aufköcheln lassen, nachdem wir beide Auberginenhälften mit der Tomatensauce übergossen haben, sodass sie von allen Seiten gleichmäßig garen können. Und dann werden wir sie zugedeckt so lange köcheln lassen, bis sie gar sind. Sobald das der Fall ist, können wir das Ganze mit etwas Petersilie garnieren und dann könnte man diese leckeren gefüllten Auberginen auch schon mit Vollkornreis zum Beispiel servieren. Das hatte ich in diesem Fall getan für meine Tochter, weil meine Tochter sich nicht ketogen ernährt. Für mich selber allerdings würde ich dann eher den Shirataki-Reis verwenden. Was ich euch ebenfalls empfehlen möchte, denn die Low-Carb-Ernährung ist einfach die sehr viel gesündere. Den Shirataki-Reis könnte man aber natürlich auch mit Blumenkohlreis ersetzen. Mein letztes Video zum Blumenkohlreis, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Ansonsten kann ich euch gerne gute Shirataki-Reisprodukte an meine Pinnwand heften, denn die Low-Carb-Ernährung ist einfach in der heutigen Zeit zu empfehlen, insbesondere deshalb, weil wir heute mit Kohlenhydraten überflutet werden, für die der Organismus nicht geschaffen ist, weshalb daraus viele Krankheiten entstehen. Mein Video zur ketogenen Ernährung kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Die auf diese Weise gefüllte Aubergine in Tomatensauce ist nicht nur ein köstlicher Genuss, tatsächlich steckt in der Aubergine ein ganzes Sammelsurium an sekundären Pflanzenstoffen, die dem oxidativen Stress entgegenwirken, das Risiko für verschiedenste Krankheiten senken und sogar zur Heilung dieser beitragen können. So helfen Auberginen unter anderem bei Diabetes und wirken bei Bluthochdruck. Wichtig ist, dass die Aubergine immer von Bio-Qualität sein sollte, ebenso natürlich das Hackfleisch vom Rind. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden und Bekannten teilt. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Assalamu alaikum, eure Mariam.